Hallo, herzlich willkommen zur 17. Folge von Reptil TV. Wir machen heute wieder ein Basic-Thema. Wir hatten einige Zuschriften bekommen oder auch oft Nachfragen bekommen über Fütterung. Da wollten wir euch heute mal alles rund um das Thema Fütterung von Schlangen zeigen. So, dann fangen wir jetzt mal klein an. Wir haben hier eine junge Kornader, die ist jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate alt schon. Wir füttern so Baby-Kornadern in der Regel wöchentlich. Ich denke, man kann sie auch alle 5 Tage, könnte man sie auch füttern. Wir machen es wöchentlich, weil es für uns einfach auch praktisch ist vom Ablauf her. Aber als Privatperson würde ich vielleicht so eine kleine Kornader sogar alle 5 Tage füttern. Da haben wir hier eine lebende Babymaus. Die meisten fressen auch tot, aber gerade am Anfang fressen sie lieber lebend. Wichtig auch, dass ihr von der Größe nicht zu klein wählt, ne? Also wenn wir jetzt die Babymaus mal angucken, die hat schon sogar einen ganz leichten Flaum. Wie gesagt, die Kornader ist auch schon 2-3 Monate alt. Also die packt dann auch schon so eine mit leichtem Flaum. Wenn das Beutetier zu klein ist, dann müsste ich den Fütterungsintervall noch kürzer setzen. Oder wenn ich zum Beispiel alle 5 Tage fütter, dann kann ich vielleicht auch eine Nummer kleiner füttern. Aber wenn ich einmal die Woche fütter, soll schon sowas sein, dass man eindeutig sieht, dass was im Bauch ist, ne? Ja, und letztendlich einfach das Futtertier reinlegen, die holt die sich dann selber. Die macht es vorbildlich, schlägt sofort zu. Dann machen wir jetzt mit einem mittleren Tier weiter. Da haben wir so eine Tarahumara Zwergboa. Da brauchen wir entsprechend größere Futtertiere. Da habe ich hier so eine weiße Maus, adultes Tier, kein Riesentier, aber auch kein Baby oder keine Halbwüchsige mehr. Wie gesagt, so der häufige Fehler, dass man einfach die Futtergröße unterschätzt und die Leute einfach immer zu klein füttern. Ich denke, in der Natur, da fressen die auch Riesenhappen, alles was sie bewältigen können. In dem Fall können wir die Maus vielleicht sogar an der Pinzette dem Tier hinhalten. Wenn wir das jetzt rennen lassen im Terrarium, dann rennt die Maus rum und kotet da überall querbeet durchs Terrarium. Also hier macht es zum Teil Sinn, dass wir die dann mit der Pinzette der Schlange so einigermaßen vor die Nase halten beim Füttern. Wenn sie dann nicht gleich zuschnappt, dann kann ich sie immer noch laufen lassen. Aber wenn sie gleich zuschnappt, ist auch besser. Wie gesagt, dann verkotet die Maus nicht das ganze Terrarium. Als drittes Tier haben wir jetzt hier so einen halbwüchsigen Königspython, in dem Fall ein Bumblebee. Da fangen wir dann an mit Ratten zu füttern. Ja, da steigen wir dann um auf so halbwüchsige Ratten. Wenn ich jetzt der Mäuse geben würde, dann müsste ich 2 oder 3 Mäuse nacheinander füttern, was ein bisschen viel wäre. Und deswegen steige ich um auf so halbwüchsige Ratten, weil sie dann auch einfach viel besser wachsen und das auch vom Füttern her einfacher ist. Muss ich nur ein Futtertier füttern anstatt 2, 3. Vom Fütterungsrhythmus gleiches Spiel, einmal die Woche und Ratte rein und fressen lassen. Wir tun auch das Futtertier erstmal davor halten, nicht laufen lassen. Gucken, ob sie gleich dran geht. Ja, und wenn sie dann nicht gleich zuschnappt, dann halt doch. Manche Schlangen sind dann einfach gestört, auch durch die Hand oder sowas. Da muss man das Futtertier halt doch laufen lassen. Wichtig auch, wenn ihr lebend füttert. Also wir füttern bevorzugt lebend, weil ich glaube, die Tiere fressen es zum einen lieber lebend und es ist vielleicht auch ein bisschen natürlicher. Was dann natürlich wichtig ist, wenn ich lebend fütter, dass ich dabei bleibe. Also nicht eine Maus oder eine Ratte rein zu dem Tier und dann weggehen oder ausgehen oder irgendwas, sondern wirklich dabei bleiben, bis das Tier gefressen hat. Wenn die jetzt die nächste halbe Stunde die Ratte nicht frisst, dann muss ich sie rausnehmen und entweder zum Beispiel tot über Nacht reinlegen oder einfach einen Tag später nochmal probieren zu füttern. Ja, eine der häufigsten Fragen, die wir haben und E-Mails, die wir bekommen, ist, dass die Schlange nicht oder schlecht frisst. Der allerwichtigste Punkt oder meine Standardantwort ist die Frage, ob die Temperatur in Ordnung ist. Jetzt am Beispiel Königspython, ihr müsst wirklich am Tag 30 bis 32 Grad Lufttemperatur haben bei dem Tier und in der Nacht 26 bis 28. Da höre ich immer wieder in einem Buch oder irgendwo steht was anderes, dann ist das alles Blödsinn. In Westafrika ist keine Nacht unter 25, 26 Grad und es gibt keinen Tag unter 30 Grad. Also diese Temperatur einhalten, das ist schon mal der erste Punkt. Wenn das soweit alles in Ordnung ist,
Zweiter Punkt, kontrolliert das Tier, ob es irgendwie verschleimt ist im Maul drin, ob es vielleicht erkältet ist, dass es deswegen nicht frisst. Und dritter Punkt, jetzt bei Königspütern, aber allgemein bei Schlangen, oft wenn die Parasiten haben, fressen sie auch nicht. Also wenn ihr einen Verdacht habt, lasst eine Kotprobe machen, schickt sie ein zu Exomet oder bei uns gibt es auch diese Kotsets, die fertigen zu kaufen. Macht eine Kotprobe und schaut, ob da was ist. Wenn ihr all diese Faktoren richtig habt bzw. ausschließen könnt, dann trotzdem immer noch keine Panik machen. Also wenn ein Python oder eine Boa oder selbst auch eine Natter ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht frisst, also wirklich auch ein paar Monate bei einer Riesenschlange, dann ist immer noch kein Problem und in der Natur zum Teil normal während der Paarungszeit oder der Winterzeit. Wenn das Tier dann wirklich dünn wird oder wenn ihr ein Baby habt, das noch gar nie gefressen habt, dann müsst ihr natürlich handeln. Der erste Schritt ist, dass wir das Tier auch nicht stopfen tun, also nicht die Maus nehmen, in den Hals rein bis runter stopfen, sondern der erste Schritt ist immer das sogenannte ins Maul legen. Und das zeigt uns jetzt Adam mal. Wir haben jetzt hier so einen jungen Königspython, der einfach von Anfang an ein bisschen Probleme macht, der nicht gut ans Futter geht. Und da zeigt uns der Adam, wie man hier mit so einer kleinen, in dem Fall toten Babymaus, also man kann tiefgefrorene nehmen oder eine frisch abgetötete Babymaus. Also wichtig ist, dass wir das Tier gut halten. Man sehen es jetzt hier, der Hals muss einigermaßen gerade sein, nicht, dass da ein kleiner Knick nach dem Kopf kommt. Und dann dem Tier vorsichtig das Maul aufmachen. Dazu können wir so eine Pinzette nehmen. Natürlich keine scharfkantige Pinzette. Machen wir dem Tier vorsichtig das Maul auf. Wir können dann so mit dem Finger ein bisschen reingehen, dass das Maul offen bleibt. Nehmen wir die Babymaus in dem Fall und tun sie der vorsichtig ins Maul reinlegen. Wie gesagt, wir wollen das Tier nicht stopfen, also nicht die Maus runterschieben, sondern wirklich bloß bis an den Schlund hinlegen und dann das Tier vorsichtig auf die Seite legen. Und normalerweise, sagen wir in über der Hälfte der Fällen, tut die Schlange das Tier dann von allein, also da wird so ein Reflex ausgelöst und die Schlange tut das Tier dann von allein runterwürgen. Der Vorteil zu dem Stopfen, wie man es kennt oder wie es zum Teil gemacht wird, ist einfach so, hat das Tier nicht den Stress und nicht die Gewalteinwirkung, wie wenn wir das Beutetier bis runterschieben. Ne? So tut sie im Prinzip dann letztendlich selbstständig fressen. Ja, wichtig bei der Maullegerei noch, ihr habt gesehen, wir haben jetzt relativ kleines Beutetier genommen, kein so ein großes, wie wir normal füttern würden. Deswegen muss man es eigentlich dann in dem Fall, wenn sie wirklich länger nicht frisst, öfters machen. Also alle 3-4 Tage so ein kleineres Beutetier. Da reicht es dann nicht, wenn wir das nur einmal die Woche machen, weil dann wäre es zu klein. Zum anderen, wie immer, Hygiene wichtig natürlich, Hände davor desinfizieren. Und hier haben wir noch so ein Wasserglas stehen. Das Futtertier, das wir dem Tier ins Maul legen, ein bisschen feucht machen oder so, dann gleitet es einfach gleich ein wenig besser. So, zum Schluss haben wir euch mal noch ein bisschen einen dicken Brocken hier. Unser Andi Lewe. Zum einen, wie gesagt, Beutetiere immer der Größe von der Schlange anpassen. Also so ein großes, dickes Weibchen, die haut dann schon ausgewachsene Ratten weg. Auch die füttern wir natürlich einmal die Woche, weil sie ja während der Trächtigkeitszeit oder Paarungszeit nicht frisst. Deswegen umso wichtiger, dass man dann in der anderen Zeit einmal pro Woche gut weiterfüttert. Jetzt in dem Fall ist natürlich nichts mit Füttern. Ihr seht, die hat blaue, milchige Augen, ist also voll in der Häutung. Die Häutungsphase erkennt man auch ganz gut als an der Bauchunterseite. Die haben meistens dann so einen rötlich-milchigen Bauch. Da kann man es eigentlich auch ganz gut erkennen. Eigentlich schon bevor die Augen trüb sind, sieht man es fast am Bauch schon besser. Wie gesagt, in der Zeit natürlich nicht füttern, das ist ja bekannt. Ja, dann wären wir jetzt am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein paar tolle Infos geben. Bis zum nächsten Mal. Vergisst nicht, check my balls.